Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kati und heute wollte ich euch gerne zeigen, wie ich hier das Muster von meinem Dreieckstuch gehäkelt habe. Ja, für alle, die neu sind oder den Kanal gerade erst entdeckt haben. Mein Name ist Kati und ich liebe es zu häkeln und ich liebe Diamond Painting. Deswegen gibt es immer samstags ein Video zum Häkeln und dienstags ein Video zum Diamond Painting. Ab und zu, wenn ich merke, dass ihr Interesse habt bei den Häkelsachen, an dem Muster, mache ich auch ein kleines Video dazu, wie ich die Sachen gehäkelt habe. Nur für euch zur Info. Ja, für das Tuch machen wir mal einen kleinen Anschlag und häkeln 4 Luftmaschen. Mal schauen, ich hole euch gleich mal ein bisschen dichter, dass ihr das einfach besser seht. So, also 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Die Luftmaschen schließe ich mit einer Kettmasche in die allererste Luftmasche sozusagen zu einem Ring. Ihr könnt auch einen magischen Ring machen, das ist euch überlassen, wie ihr das möchtet. Jetzt gehen wir 4 Luftmaschen nach oben. 1, 2, 3 und 4. Machen in den geschlossenen Luftmaschenring noch 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Machen 3 Luftmaschen und es folgen noch einmal 3 Stäbchen in den Ring. 1, 2, 3. Wir machen eine Luftmasche und nochmal ein Stäbchen in den Ring. Das ist der Start von dem Tuch. Jetzt gehen wir 4 Luftmaschen nach oben. 1, 2, 3, 4. Wenden und machen hier in unseren Zwischenraum noch 2 Stäbchen. 1, 2. Das hier an der Ecke rechts und links wird immer 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen, wenn wir nach oben gehen. Und hier hinten zeige ich es euch auch gleich noch. So, wir bereiten jetzt erstmal vor und machen noch einmal hier unsere Stäbchen. Also folgen 3 Stäbchen. In jedes Stäbchen ein Stäbchen. 2 und 3. Jetzt sind wir hier in unserer Tuchmitte sozusagen und ich habe mein Tuch spitz zulaufen lassen. Also das ist unten sehr spitz und deswegen zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Wir machen 3 Stäbchen in unsere Spitze sozusagen. Also 3, 1, 2, 3, 3 Luftmaschen und noch einmal in den Zwischenraum 3 Stäbchen.
2, 3. So. Und jetzt folgen noch einmal die 3 Stäbchen, die wir eben gehäkelt haben. Also in jedes Stäbchen ein Stäbchen bitte. Und 3. Jetzt sind wir wieder in unserer Ecke. Hier in den Zwischenraum 2 Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal ein Stäbchen. Also 2 Stäbchen. 1, 2, eine Luftmasche und noch einmal ein Stäbchen. Die Ecken bleiben so, die werden immer so gehäkelt. Wenn wir starten mit der Ecke, geben wir 4 Luftmaschen nach oben und machen in den Zwischenraum nochmal 2 Stäbchen. Die Spitze sind 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Und die Abschlussecke sozusagen von unserer Runde sind 2 Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, und ihr seht es schon, es wird spitz. Ja, jetzt machen wir 4 Luftmaschen, also unsere Ecke, wenden die Arbeit und machen noch 2 Stäbchen in den Zwischenraum. 1, 2. So. Und jetzt folgt schon unser erster Mustersatz, also der Start von unserem Mustersatz. Wir machen einmal hintere Reliefstäbchen. Einmal komplett. Also ihr stecht von hinten um das Stäbchen herum, holt den Faden und macht ein Stäbchen. Und das machen wir bis hier zum Ende. Also Faden holen, von hinten nach vorne um das Stäbchen und Stäbchen. So startet bei mir das Muster sozusagen immer. Da kommen jetzt noch Reihen drauf mit unterschiedlichen Mustern. Es sind 4 Reihen, die sich dann aber immer wiederholen. Also danach hier sozusagen sind wir jetzt hier und dann folgt hier unser Mustersatz. Also so eine Reihe ist ein Mustersatz. So, dann machen wir 3 Stäbchen für unsere Spitze. 2 und 3. 3 Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen. So, und jetzt folgen wieder Reliefstäbchen bis zu unserer Ecke. So, Spinn an der Ecke. Und hier folgen wieder 2 Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Also 2 Stäbchen in den Zwischenraum. 1, 2, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. So, wir machen wieder 4 Luftmaschen, wenden unsere Arbeit und arbeiten jetzt eine Reihe
Stäbchen. Also in den Zwischenraum 2 Stäbchen. Und jetzt folgt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. So, das letzte Stäbchen. Und wir sind wieder in der Ecke. 3 Stäbchen in den Zwischenraum. 3 Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen. So, und dann hier folgt auch wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Letzte. Und wir sind wieder an der Ecke. An der machen wir wieder 2 Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, wir gehen wieder 4 Luftmaschen nach oben. 3, 4. Wenden unsere Arbeit und machen hier in unseren Zwischenraum nochmal 2 Stäbchen. So. Und nun starten wir hier mit unserer Noppenreihe. Ja. Bei der Noppenreihe seht ihr es, die laufen einmal nach vorne und einmal zurück. Das heißt, ihr könnt das Tuch nachher anziehen, wie ihr wollt. Es ist von beiden Seiten ein Muster zu sehen. Hier seht ihr es jetzt von der anderen Seite und ihr seht es von beiden Seiten ist ein Muster zu sehen. Einziges, was ihr nicht seht auf dieser Seite sozusagen sind die Reliefstäbchen. Also dieses hier, das seht ihr da nicht, sondern ihr seht da nur, dass die Masche etwas hervorgehoben ist. Ja. Ich finde das aber jetzt auch nicht schlimm. Ich finde das eigentlich ganz schön. So muss man wenigstens nicht darauf achten, wie rum muss ich es anziehen. Also könnte man eigentlich sagen, es besteht aus 4 aus 8 Reihen Muster. Aber dieser Mustersatz ist halt immer dann gleich. Also 4 Reihen übereinander. Hier seht ihr es auch. Ja, die Noppen hier, da sind die Noppen nach hinten. Hier sind sie wieder vorne und hier sind sie wieder hinten. Ja. Aber ich finde, wie gesagt, ich finde das persönlich nicht schlimm. Mir gefällt das so sehr gut. So, dann machen wir jetzt die Noppenreihe. Wir haben unsere 4 Luftmaschen und die 2 Stäbchen im Zwischenraum und wir machen für den Start hier einmal ein Stäbchen. Dieses Stäbchen hier, wenn ich ein Muster starte, setze ich immer. Ja. Um die Noppenreihe zu starten, machen wir jetzt 2 Luftmaschen und überspringen 1, 2 Maschen und in die dritte Masche machen wir eine feste Masche, 2 Luftmaschen, wir nehmen den Faden, überspringen 1, 2 Maschen und in die dritte Masche stechen wir ein, holen den Faden und maschen aber nur halb ab. Wir haben 2 Schlaufen auf der Nadel. Wir holen den Faden, machen einen Umschlag auf unsere Nadel, stechen noch einmal in dieselbe Masche ein, holen den Faden und maschen wieder nur halb ab. Jetzt haben wir 3 Maschen auf der Nadel, 3 Schlaufen. Faden holen, in dieselbe Masche rein, halb abmaschen. Jetzt haben wir 4 und das machen wir noch ein 5. Mal. Also Faden holen, in dieselbe Masche, halb abmaschen und jetzt haben wir 5.
1, 2, 3, 4, 5 Schlaufen auf der Nadel. Und diese 5 Schlaufen maschen wir jetzt zusammen ab. Dann folgen noch einmal 2 Luftmaschen. Wir überspringen die nächsten beiden Maschen wieder und machen eine feste Masche in die dritte Masche. 2 Luftmaschen. Wir überspringen wieder 2 und in die dritte Masche kommt jetzt nochmal so ein Noppen rein. Also Faden holen, halb abmaschen, 2 Schlaufen auf der Nadel. Faden holen, halb abmaschen, 3 Schlaufen. Faden holen, halb abmaschen, haben wir 4 Schlaufen auf der Nadel. Faden holen und halb abmaschen und 5 Schlaufen auf der Nadel. Und wir maschen alles zusammen ab. 2 Luftmaschen. Wir überspringen wieder 1, 2 und hier in die dritte eine feste Masche. So. Jetzt können wir noch einmal 2 Luftmaschen machen und überspringen die nächsten beiden und setzen in unsere Spitze unsere 3 Stäbchen. 2, 3. 1, 2, 3 Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen. Und so wie wir hier geendet haben, starten wir jetzt hier. Wir machen also 2 Luftmaschen, überspringen 2 Maschen, 1, 2 und machen in die dritte die feste Masche. 2 Luftmaschen, machen einen Umschlag auf die Nadel, 1, 2 wird übersprungen, in die dritte Masche machen wir jetzt wieder unseren Noppen. Das heißt, einmal halb abmaschen, Faden holen, zweimal halb abmaschen, Faden holen, dreimal und ein viertes Mal, sodass wir 5 Schlaufen auf der Nadel haben. Na, jetzt hatte ich einmal zu viel durchgezogen. Und diese 5 maschen wir jetzt zusammen ab. 2 Luftmaschen, 1, 2 überspringen in die dritte Masche, eine feste Masche, 2 Luftmaschen, Umschlag auf die Nadel holen und wieder in die dritte Masche die Noppen häkeln. Also einmal halb abmaschen, 2, halb abmaschen, 3 und noch einmal halb abmaschen. Jetzt haben wir wieder unsere 5. 4 Mal und unsere 5. von eben. Alles zusammen abmaschen, 2 Luftmaschen, 1, 2 überspringen in die dritte Masche, eine feste Masche und wir machen noch einmal 2 Luftmaschen, überspringen, 1, 2 und in unser drittes und letztes machen wir unser Stäbchen. Also so wie wir hier begonnen haben, enden wir auch hier. So, in den Zwischenraum machen wir wieder 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. So. Und jetzt gehen wir wieder 4 Luftmaschen nach oben. Wir wenden unsere Arbeit und machen in den Zwischenraum nochmal 2 Stäbchen. So. Ich bin jetzt hingegangen und habe immer mit meinem Mustersatz, wenn ich hier ja gestartet habe, jetzt haben wir ja 3 Stäbchen noch dazwischen.
Und die habe ich immer aufgefüllt. Also ich habe dann immer da gestartet, wo ich auch am Anfang der Runde gestartet habe. Das heißt, ich fülle jetzt hier meine 3 Stäbchen mit Stäbchen auf. Und jetzt machen wir den nächsten Mustersatz. Das heißt, hier diese Löcher kommen dazu. Und das sind immer 3 Luftmaschen. Und dann werden hier Stäbchen gehäkelt. Einmal in den Zwischenraum. Dann auf den Noppen. Und hier in die nächste. So, 3 Luftmaschen. Und wieder Stäbchen. Einmal neben den Noppen. Einmal auf den Noppen. Und einmal hier in die Masche. Und noch einmal 3 Luftmaschen. Und jetzt sind wir hier schon am Ende, das heißt, da machen wir ganz normal unsere Stäbchen. In unseren Zwischenraum oben machen wir wieder 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. So, und wir starten genauso wie wir hier geendet haben. Also wir füllen unsere Stäbchen auf, in jedes Stäbchen ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und vor den Noppen ein Stäbchen, auf den Noppen ein Stäbchen und in die nächste Masche ein Stäbchen. 3 Luftmaschen und noch einmal neben den Noppen ein Stäbchen, auf den Noppen ein Stäbchen und in die nächste Masche ein Stäbchen. 3 Luftmaschen und hier enden wir wieder, wie wir gestartet haben, und zwar mit den Stäbchen. So, dann nochmal 2 Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen in den Zwischenraum. Und nun folgen noch einmal 4 Luftmaschen. Wir wenden unsere Arbeit. Und arbeiten die nächste Reihe. Das heißt, wir machen in unserem Zwischenraum noch einmal 2 Stäbchen. Und arbeiten jetzt einmal Stäbchen komplett. Das heißt, in jede Masche ein Stäbchen und auch gleich hier in unseren Zwischenraum arbeiten wir. Ich brauche ein bisschen Wolle, Moment. In den Zwischenraum hier arbeiten wir 3 Stäbchen. Die könnt ihr entweder einstechen oder ich gehe einfach um die Masche rum. 2 und 3. Und hier folgen auch wieder 3 Stäbchen. Und so macht ihr das bis zu euren Ecken sozusagen. So, und wieder 3 Stäbchen. Und hier folgen auch 3 Stäbchen in jedes oder ein Stäbchen in jedes Stäbchen.
bis wir an der Ecke sind. So. Und ihr auch jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und das war eigentlich schon der kleine Mustersatz. Aber ich will euch gleich noch mal kurz die Noppen sozusagen von der anderen Seite zeigen. Das heißt, wir häkeln jetzt einmal die Stäbchen hier fertig. Und nochmal zurück. Hier überall Stäbchen reinmachen, bis ihr wieder hier vorne seid. So, jetzt folgt wieder eine Reihe Reliefstäbchen. Wenn ihr eure Ecke gehäkelt habt, könnt ihr gleich starten mit den Reliefstäbchen und dann macht ihr die auch sozusagen jedes Stäbchen ein Reliefstäbchen und die Ecken natürlich nicht vergessen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich sozusagen am Ende bin. Also wenn ich hier wieder bin, zeige ich euch, wie es nochmal mit den Noppen weitergeht. So, ihr seht es, einmal Reliefstäbchen, die hier dann laufen. Ja? Denkt an den Ecken, hier oben 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen und hier unten 2 Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, ich habe die Ecke gemacht und jetzt kommen wir nochmal hier zu diesem kleinen Noppenmuster. Wie gesagt, das erste Stäbchen hier häkle ich immer als ein Stäbchen und danach starte ich mit dem Muster. 2 Luftmaschen, 1, 2 überspringen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und dann holen wir den Umschlag, überspringen wieder und in die dritte Masche machen wir den Noppen. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 4, ja. So. Seht ihr? Und jetzt nochmal 2 Luftmaschen, 2 Maschen überspringen und eine feste Masche. Ups. Sollte man noch richtig durchziehen. Oh je. Also eine feste Masche. Ja? Dann noch einmal 2 Luftmaschen, Faden holen in die dritte Masche, wieder den Noppen, halb abmaschen, Faden holen, halb abmaschen, Faden holen, halb abmaschen, bis ihr 5 Schlaufen auf der Nadel habt. So. Und einmal komplett abmaschen. Genau. Und so geht das halt immer weiter. 2 Luftmaschen und in die dritte Masche eine feste Masche. So, seht ihr? Und so läuft das Muster dann halt stetig weiter. Und das könnt ihr dann auch so hoch und so, also so groß machen, wie ihr möchtet. Das ist euch komplett überlassen. Ja. Ihr seht es hier bei mir. Also ich habe immer
Reliefstäbchen, einmal die festen, die Stäbchen drüber, dann diese Noppen und dann hier mit den Löchern die Stäbchen und dann noch mal eine Reihe Stäbchen drüber. Und bei mir ist es im Tuchverlauf halt so gekommen, dass das dann nachher sozusagen in einem Wechsel war. Also hier sind die Noppen draußen, hier nach hinten, hier sind sie draußen, hier nach hinten und hier sind sie draußen. So. Und so läuft das dann halt durch. Ihr seht es, hier sind sie hinten, hier sind sie vorne. Von daher wird sich das im Laufe des Fortgangs von dem Häkeln entwickeln. Ja, und das ist sozusagen, sind die 4 Reihen von dem Tuch. Wie gesagt, es wiederholt sich immer. Reliefstäbchen, einmal ein Stäbchen drüber, die Noppenmuster drüber und die Lochstäbchen Muster drüber. Und dann einfach mit Stäbchen nochmal. Und dann startet man das Ganze von vorne. Wenn man die Noppen ein bisschen stärker haben will, man kann sie ja auch so rummachen, wenn man die nur auf einer Seite haben will. Ich glaube, das funktioniert auch. Und dann könnt ihr, wenn ihr die noch ein bisschen huppeliger haben wollt, macht ihr einfach mehr Stäbchen rein, die ihr nur halb abmaschen tut. Ich mache jetzt nur 4 Stäbchen rein. Ihr könnt auch 5 machen oder 6 machen, wie ihr das möchtet. Wenn euch das Tuch hier oben zu spitz zuläuft, dann macht ihr halt nur 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Das geht genauso. Ja. Nur ich wollte es halt mal etwas spitzer haben und deswegen habe ich mir das dann so zusammengefriemelt. Ja. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen da, wenn ihr mögt. Bleibt gesund und wir hören und sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.